Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yama HE-Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Bernhard Stolz, Produktmanager im Bereich Test Solutions. Hi Alex, schön heute hier zu sein. Ja, schön, dass du wieder da bist. Vielleicht für alle die Videos zum Thema Wired oder auch zum Bereich Test Solutions allgemein mit dir noch nicht gesehen haben, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Als Produktmanager im Bereich der Test Solution bin ich verantwortlich für Testsockel für die Halbleiterindustrie. Die Testsockel werden insbesondere verwendet für die Chip Validation, aber auch für den Eintest. Neben diesen Produkten entwickeln wir auch Prüfadapter für Q7, für SMARC, aber auch für SODIMM und System on Modules. Und ja, heute möchtest du uns eine Neuentwicklung quasi vorstellen, die Testsockel zu der OSM-Familie. Für was steht denn OSM überhaupt? OSM steht für Open Standard Module. Diese Spezifikation, diese Modulspezifikation wird von der SGAT abgedeckt. Okay. Und wer oder was ist die SGAT? Ja, die SGAT ist eine Organisation aus Unternehmen, die Computermodule wie SMARC oder Q7 standardisiert. Okay, und ja, was tragen wir dazu bei? Ja, die OSM-Module gibt es in 4 verschiedenen Größen und dazu haben wir entsprechende Testsockel entwickelt, eben auch in 4 verschiedenen Größen. Die Testsockel sind allerdings so designt, dass sie eben umgebaut werden können auch. Okay, warum muss ich die denn überhaupt umbauen, die Testsockel? Ja, die OSM-Spezifikation lässt gewisse Freiheitsgrade. Gerade die Topologie der Module, was sich aus der Bestückung der Bauteile ergibt, ist nicht definiert. Im Endeffekt, es gibt keine Keep-Out-Zones zum Drücken der Bauteile. So kann sich die Module können sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, aber auch innerhalb eines Herstellers von Variante zu Variante und auch auf Komponentenebene. Und dazu haben wir unseren Sockel so designt, dass man das Drückstück, das Teil, was auf das Modul drückt, austauschen kann. Okay. Und ja, welche anderen Herausforderungen gibt es denn noch im Bereich OSM-Testing? Die Module sind sehr groß, gerade die Größe L hat sehr viele Kontaktpunkte. Wir verwenden Federkontaktstifte und dadurch entstehen natürlich sehr hohe Kräfte auf das Modul. Wenn ein Modul mit Goldpads produziert wird und auch getestet werden soll, dann ist es in der Regel kein Problem. Da verwenden wir dann Pins mit geringerer Kraft. Okay, jetzt wo du es auch schon so betont hast mit den Goldpads, gehe ich davon aus, der OSM-Standard lässt also auch noch andere Ausführungen zu. Ja, einige Hersteller verwenden eine Vorverzinnung oder produzieren die Module auch mit Lötkugeln. Diese Lötkugeln oder Vorverzinnungen können oxidieren. Um dann eine Kontaktsicherheit herzustellen, benötigen wir Pins mit mehr Kraft. Okay. Ja, und welche Weiterentwicklungen sind denn noch im Bereich OSM geplant? Ja, wir haben Anfragen für sogenannten Panel-Test. Bei den Panel-Tests sind die Module mechanisch verbunden und da wird das komplette Panel mit einer gewissen Anzahl von Modulen in eine komplette Kontakteinheit eingelegt und die Module einzeln getestet. Das geht dann so weit, dass es auch noch automatisiert werden kann. Okay, und wenn du sagst Automatisierung, dann gehe ich davon aus, also da geht es dann schon auch um sehr hohe Volumina, oder? Ja, richtig. OSM ist ausgelegt für hohe Stückzahlen und da kommt uns natürlich die lange Jahre Erfahrung im Halbleiterbereich zugute. Okay, sehr gut. Ja, dann vielen Dank für die Informationen und dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, Alex. Weitere Informationen haben wir auf der Webseite. Da stehen auch meine Kontaktdaten, falls es noch weitere Fragen gibt. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.